Ich habe einen Text zum Thema Die Art zu reisen gelesen. Die Person heißt Pia Wagner. Sie ist 24 Jahre alt und Studentin. Sie liebt das Abenteuer und fährt seit 5 Jahren jedes Jahr in ein anderes Land. Sie bucht nur den Flug und kein Hotel. Dann entdeckt sie das Land selbst und lernt die Menschen vor Ort kennen. Sie findet immer ein Zimmer bei Privatleuten und reist am liebsten allein. Ich habe auch einen Text zum Thema gelesen. Die Personen heißen Jana und Franz Zinn. Sie sind ein Ehepaar. Sie fahren jedes Jahr in den Urlaub und wählen am liebsten ein großes Hotel. Dort gibt es gemütliche Zimmer, viele Restaurants, Sport- und Unterhaltungsangebote. Sie lieben es, verwöhnt zu werden und brauchen Ruhe sowie guten Service, um sich richtig erholen zu können. Ich bin total bei Pia. Ich reise auch gerne abenteuerlich und ohne feste Hotelbuchung. Man lernt so viel mehr über das Land und die Menschen. Allein zu reisen gibt einem total viel Freiheit. Und du? Magst du eher Abenteuer oder lieber den Komfort eines Hotels? Ich denke eher wie Jana und Franz. Nach einem stressigen Jahr möchte ich im Urlaub einfach nur entspannen und verwöhnt werden. Ein großes Hotel mit gutem Service ist für mich perfekt. Aber ich verstehe Pia. Das Abenteuer und die Begegnungen mit Einheimischen klingen auch spannend. Hast du schon mal bei Privatleuten übernachtet? Ja, ein paar Mal. Das war richtig interessant und oft viel günstiger. Pia sagt, man braucht keine Hotels. Das stimmt bei mir auch. Man ist viel flexibler und lernt die echte Kultur kennen. Was gefällt dir am Hotelurlaub am meisten? Die Bequemlichkeit und die Ruhe. Man muss sich um nichts kümmern. Essen, Sport, Unterhaltung, alles ist da. Jana und Franz wollen einfach erholen und das verstehe ich total. Bei einem Abenteuerurlaub muss man viel organisieren und man ist oft unterwegs. Das ist nicht für jeden. Stimmt. Pia liebt genau diese Freiheit und das Unbekannte. Ich finde, beide Arten haben ihre Vorteile. Vielleicht ist eine Mischung ideal. Manchmal abenteuerlich und spontan, manchmal bequem im Hotel. Das klingt vernünftig. Für junge Leute ohne Familie ist der Abenteuerurlaub super. Wenn man älter wird oder einfach nur abschalten will, ist das Hotel oft die bessere Wahl. Beide haben gute Argumente. Genau. Pia zeigt die spannende und freie Seite des Reisens. Jana und Franz die entspannte und komfortable Seite. Am Ende hängt es davon ab, was man gerade braucht. Ja, wichtig ist, dass man den Urlaub genießt, egal ob man allein mit dem Rucksack unterwegs ist oder im Hotel verwöhnt wird.